Hey, hallo, hier ist wieder der Dramdeuter und ich habe heute das Fass dabei, den Whisky dabei, aber kein Whisky im Glas. Das liegt daran, ich bin erkältet, da ist dann whiskyfreie Zeit bei Whisky-Erkältung. Das beides passt nicht so gut zusammen. Was aber gut zusammenpasst, ist Holzfass und Whisky oder Destillate oder andere Flüssigkeiten. Und ich dachte, ich mache heute mal ein Erklärbär-Video. Was passiert eigentlich in so einem Fass, wenn da eine Flüssigkeit hineinkommt? Und ich dachte, das wäre vielleicht mal ganz interessant für den einen oder anderen. Und es passieren eigentlich drei Dinge gleichzeitig in so einem Fass. Es wird etwas weggenommen von der Flüssigkeit, es wird etwas hinzugegeben zur Flüssigkeit und die beiden Komponenten Holz und Flüssigkeit interagieren. Das sind drei Dinge, die gleichzeitig passieren. Dazu kommt Zeit, Sauerstoff und Alkohol und dann hat man eine Reaktion. Der erste Teil, da wird etwas weggenommen, heißt dann auch ganz passend die subtraktive Reifung. Diese subtraktive Reifung ist sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen am Anfang des Prozesses der Reifung. Das ist jetzt hier vielleicht nicht im Vordergrund, weil wir ja einen Whisky benutzen, der ja schon gereift ist und der Madeira ist auch schon gereift. Aber nichtsdestotrotz passiert was. Das haben wir auch in meinem Projekt gesehen. Wenn wir jetzt uns auf Whisky konzentrieren, was passiert bei der subtraktiven Reifung? Diese Ecken und Kanten, sage ich mal, des New Make, also dieses gerade destillierten Whiskys, die werden hier sehr stark abgerundet. Es gibt so einen metallischen Charakter, so einen harten Charakter des Destillats, der verschwindet mit der Zeit. Man hat auch Schwefelverbindungen, die weniger werden. Und auch diese starken, ja, Whisky ist ja Getreidebrand, also diese Getreidenoten, die werden auch abgerundet am Anfang des Prozesses. Holz hat hier die Funktion wie ein natürlicher Filter. Auch dieses Toasting spielt eine Rolle. Diese Aktivkohle, die ja in der Fassinnenwand entsteht, nimmt auch diese Verbindungen auf, die nicht gewünscht sind nachher im Whisky. Und die Tannine aus dem Fass fangen auch diese harten Aromastoffe ab. Also das ist alles etwas, was dann der Flüssigkeit gewisse Rundungen gibt. Das ist jetzt auf Whisky bezogen. Bei Madeira hier in meinem Projekt sieht man das aber auch schon. Der Madeira ist heller geworden. Ich kann ja ein Video verlinken, wo ich das erkläre und auch zeige. Das ist deutlich zu sehen. Die Süße des Madeiras oder die ganze Aromenvielfalt ändert sich, nimmt vielleicht auch ein bisschen ab. Das ist aber das Ziel bei dieser Sache. Das ist der erste Teil, der passiert, die subtraktive Reifung. Nun zum zweiten Aspekt, der additiven Reifung. Das bezieht sich dann auf den Gedanken, dass das Holz Stoffe abgibt in die Flüssigkeit, die sich im Fass befindet. Das ist eigentlich so das Erste, woran man denkt, wenn man an Fassreifung denkt. Man denkt, man packt das ins Fass, damit das Fass was abgibt an die Flüssigkeit. Das kann ja Whisky sein, das kann aber auch Wein sein oder eben so ein Madeira, Süßwein, wie auch immer. Und diese additive Reifung gibt dann so die klassischen, wer Weintrinker ist und Barrique-Weine kennt das. Das sind diese Vanillenoten, diese leichten Röstaromen, Gewürznoten, manchmal auch so eine gewisse Erdigkeit, aber auch vielleicht angenehmere Noten wie Karamell und Kokos. Das passiert bei der additiven Reifung durch das Holz. Das Holz gibt Aromen ab, Vanillinnoten, was Vanille wird, Zelluloseverbindungen im Holz werden Zuckerverbindungen, das gibt dann so Karamell und süßliche Noten, ein bisschen noch was Fruchtiges. Und Tannine sind hier wieder ganz, ganz wichtig. Die geben nämlich Gewürznoten und durchaus manchmal auch was Röstiges. Und sie geben Struktur. Bei der additiven Reifung das, was wir haben wollen, aus dem Holz dann in das Destillat oder in die Flüssigkeit geht. Das ist die additive Reifung. Und nun kommen wir zur interaktiven Reifung. Das ist eigentlich der spannendste Teil, weil bei der interaktiven Reifung durch den Austausch von Holz und Flüssigkeit, in dem Fall Madeira oder nachher später dem Destillat, entstehen auch komplett neue Aromen, die vorher so gar nicht da waren.
Das passiert in ganz erheblichem Maße durch Alkohol. Übrigens im Hinterkopf, wir werden eine Fassstärke benutzen. Das ist eben auch von Vorteil, weil mehr Alkohol, mehr interaktive Reifung. Auf diese einfache Formel kann man es bringen. Aber hier spielt auch der Faktor Zeit eine Rolle und der Sauerstoffaustausch. Denn das Fass ist ja nicht komplett dicht, das hatte ich auch schon erklärt. Es ist ein Austausch vom Fass mit der Umgebungsluft und dadurch entstehen auch neue Aromen. Whiskykenner werden vielleicht schon mal einen Talisker getrunken haben. Der reift in Fässern direkt an der Küste, an der Isle of Skye, also auch an der Küste, die sehr stark dem Wetter ausgesetzt ist. Und man meint dann, die Meeresbrise, das Salzige, diesen Meerescharakter schmecken zu können. Whiskykenner wissen, wovon ich spreche. Das ist bei Talisker auch sehr, sehr ausgeprägt. Also hier entstehen neue Aromen, die vorher bei beiden Elementen eigentlich gar nicht da waren. Frucht und Holz geben Trockenfruchtnoten. Wir haben Süße und Würze, die so Gebäcknoten, Teignoten geben. Und wir haben auch, der Alkohol reagiert mit dem Holz. Es entstehen Säuren und durch Alkohol und Säuren entstehen Ester. Da erinnere ich mich sehr gern zurück an meinen Leistungskurs Chemie, den ich aus welchen Gründen auch immer damals gewählt habe. Aber Ester haben so einen Fruchtcharakter. Apfel, Birne, Banane, so Trockenfrüchte. Das ist schon abgefahren, wenn man dann so etwas riecht. Die riechen eigentlich total angenehm. Trinken sollte man sie trotzdem nicht. Also Alkohol fungiert ja einfach als Lösungsmittel bei der interaktiven Reifung. Und klar, je mehr Alkohol, desto stärker dieser Effekt. Insofern sind wir hier schon ganz gut unterwegs. Also das sind die drei Komponenten, die im Fass passieren. Ich dachte, das ist mal ganz interessant. Wir sind jetzt sozusagen in Phase 1 und 2 eher unterwegs, weil der Madeira ist ja hier noch im Fass. Und ich habe ja schon gezeigt in ersten Teilen, als ich den Madeira das erste Mal verkostet habe und auch aus dem Fass genommen habe, dass der eben heller geworden ist. Das heißt, wir haben diese subtraktive Reifung da schon gesehen. Da ist also aus dem Madeira was ins Holz gegangen und das Holz hat dem Madeira etwas entzogen. Andererseits haben sich auch die Aromen des Madeira verändert. Das ist durchaus auch additive Reifung. Interaktiv passiert da auch was. Das steht jetzt nicht so im Vordergrund. Die interaktive Reifung bei der Madeira-Vorbelegung, das wird nachher eher dann die interessante Sache sein, wie die interaktive Reifung funktioniert mit dem Whisky. Ja, ich hoffe, ihr fandet es interessant, diese drei Arten der Reifung im Fass mal kennenzulernen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder auch mal kommentiert, wie ihr das seht. Ich hoffe, dass ich schnell wieder einigermaßen gesund bin, um dann auch ordentlich prüfen zu können, wie sich das hier weiterentwickelt im Fass der Madeira in dem Fall und wann der beste Zeitpunkt ist, den Austausch zu machen mit dem Whisky. Ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, es war interessant für euch und wie gesagt, gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Würde mich wahnsinnig freuen und bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder auf der gesunden Seite. Bis dann. Tschüss.